Im Rahmen dieses Verfahrens hat man wohl gegenüber dem Verfassungsschutz bedeutet, eine derartige Stillhalteerklärung abzugeben, andernfalls eine negative Entscheidung zulasten des Verfassungsschutzes getroffen würde. Eine Mitteilung, die Partei sei erwiesen rechtsextremistisch, ist ein sehr großer Schaden für die Partei. Ist eine Diskreditierung, ist eine Benachteiligung im demokratischen Diskurs und bei Wahlen. Ein erheblicher Schaden. Ist es insoweit jedenfalls eine Art Schuldeingeständnis, dass das Verfahren des Verfassungsschutzes, hier eine Presseerklärung abzugeben, zu erklären, erwiesenermaßen rechtsextremistisch, so nicht gehen darf. Und wenn man jetzt sieht, die AfD ist im Osten Deutschland, ob man es will oder nicht, muss man so sagen, ist Volkspartei. Und wenn man jetzt den Verfassungsschutz offenkundig instrumentalisiert, um gegen die AfD vorzugehen und den Ruf zu schädigen, dann hat das mit demokratischen Werten gar nichts mehr zu tun. Und das haben die Amerikaner wiederholt und wiederholt gesagt. Hey Leute, willkommen in der Realität. Ein deutscher Verfassungsschutzpräsident warnt, das System wird politisch missbraucht von innen, nicht von Extremisten, sondern von einer Ministerin, die das Vertrauen in den Rechtsstaat zerstört. Hans-Georg Maaßen sagt, was sich keiner traut. Faeser nutzt ihre Macht gegen die Opposition. Das Ausland schüttelt den Kopf und die Medien tun so, als wäre alles in Ordnung. Wenn das keine Gefahr für die Demokratie ist, was dann? Auf geht's. Die Einstufung der AfD als gesichert rechtsextrem durch den Verfassungsschutz geht immer noch als Debatte durch das Land, und wir wollen das Ganze heute einmal besprechen mit dem ehemaligen Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Dr. Hans-Georg Maaßen. Herzlich willkommen bei uns. Guten Tag, Herr Manath. Herr Dr. Maaßen, die Nachricht kam ja jetzt herein, dass das Bundesamt diese Einstufung jetzt erstmal aussetzen musste durch eine sogenannte Stillhalteerklärung. Wie schätzen Sie das jetzt ein? Welche Bedeutung hat das? Nun, wir bewegen uns hier im Rahmen des einstweiligen Rechtsschutzverfahrens. Die Partei AfD hatte am Montag gegenüber dem Verwaltungsgericht in Köln, das zuständig ist für das Bundesamt für Verfassungsschutz, einen Antrag auf einstweiligen Rechtsschutz gestellt, dass der Verfassungsschutz nicht mehr behaupten darf, die Partei sei erwiesen rechtsextremistisch. Im Rahmen dieses Verfahrens hat man wohl gegenüber dem Verfassungsschutz bedeutet, eine derartige Stillhalteerklärung abzugeben, andernfalls eine negative Entscheidung zulasten des Verfassungsschutzes getroffen würde. Einstweiliger Rechtsschutz heißt, in diesem Verfahren wird keine tiefgehende inhaltliche Prüfung durchgeführt, sondern es wird abgewogen, ist der Schaden größer, wenn man jetzt in die Öffentlichkeit geht, oder geringer im Vergleich zu einem möglichen Ausgang des Verfahrens. Und das Gericht hat natürlich gesehen, dass eine Mitteilung, die Partei sei erwiesen rechtsextremistisch, ist ein sehr großer Schaden für die Partei. Ist eine Diskreditierung, ist eine Benachteiligung im demokratischen Diskurs und bei Wahlen. Ein erheblicher Schaden, ohne dass jedenfalls hier ein ordnungsgemäßes gerichtliches Verfahren vorgeschaltet war, sodass man wohl zu der Überzeugung gekommen war, so darf der Verfassungsschutz nicht agieren, in die Öffentlichkeit gehen, erklären, erwiesenermaßen rechtsextremistisch, dann den Bericht noch Journalisten vorzulegen. So wie man erfahren konnte, hat der Spiegel den schon bekommen, und dann die AfD auf den Rechtsweg zu verweisen. So geht es nicht. Also das heißt, Sie sagen eigentlich, der Verfassungsschutz ist hier nur einem Urteil vielleicht voraus oder vorweggekommen. Das heißt, es ist schon auch eine Art Schuldeingeständnis. Ist es insoweit jedenfalls eine Art Schuldeingeständnis, dass das Verfahren des Verfassungsschutzes, hier eine Presseerklärung abzugeben, zu erklären, erwiesenermaßen rechtsextremistisch, so nicht gehen darf. Wir sind im demokratischen Rechtsstaat. Man kann ja nicht ohne Anhörung, ohne ein ordnungsgemäßes Verfahren in die Öffentlichkeit gehen und hier sagen, erwiesenermaßen rechtsextremistisch, ohne der anderen Seite eine Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.
Mhm. Wie sehen Sie jetzt diese ganze Debatte auch um diese Einstufung? Also einerseits diese, ja, demonstrative Verkündung durch Frau Faeser und dann auch die Rezeption in Politik und Medien. Ist das der richtige Umgang mit dem Verfassungsschutz? Es ist nicht der richtige Umgang mit Parteien in Deutschland. Ich bin der festen Überzeugung, der Verfassungsschutz sollte die Finger aus dem demokratischen Wettbewerb lassen. Der Verfassungsschutz ist ein Inlandsgeheimdienst und seine originären Aufgaben sind Terrorismusabwehr, Spionage, Sabotageabwehr, Cyberabwehr. Da hatte schon genug zu tun, wenn er sich wirklich darum kümmern würde. Ich selbst als Präsident des Verfassungsschutzes von 2012 bis 2018 habe den Ausstieg aus der Parteienbeobachtung damals durchgeführt. Wir haben die Partei Die Linke nicht mehr beobachtet, nicht weil sie plötzlich demokratisch geworden ist, sondern weil wir sagen, wir wollen ein normaler Geheimdienst sein, der sich nicht von Parteien instrumentalisieren lässt und politische Gegner zu bespitzeln und zu diskreditieren. Leider ist das unter meinem Nachfolger und vor allem unter Bundesministerin Faeser anders geworden. Und ich habe wirklich den Eindruck, dass der Verfassungsschutz hier missbraucht wird. Jetzt gibt es ja auch harsche Kritik, auch aus dem Ausland. Zum Beispiel der Vorsitzende des US-Geheimdienstausschusses, der fordert jetzt schon Sanktionen, also dass US-Geheimdienste beispielsweise in bestimmten Fällen aufhören, Informationen mit dem Verfassungsschutz zu teilen, wenn dieses Verfahren oder dieses Vorgehen gegen die AfD weitergeht. Auch US-Präsident Vance oder Vizepräsident Vance hat sich ja dazu ähnlich geäußert. Verstehen Sie diese Reaktion? Ich kann die Reaktion sehr gut verstehen. Als ich Verfassungsschutzpräsident war und mal gegenüber amerikanischen oder britischen oder französischen Kollegen mal sagte, dass es in Deutschland Tradition ist, Parteien zu bespitzeln, durch den Geheimdienst, der letztendlich von den politischen Beamten geführt wird, haben die den Kopf geschüttelt. Und wenn man jetzt sieht, die AfD ist im Osten Deutschland, ob man es will oder nicht, muss man so sagen, ist Volkspartei. Und wenn man jetzt den Verfassungsschutz offenkundig instrumentalisiert, um gegen die AfD vorzugehen, um den Ruf zu schädigen, dann hat das mit demokratischen Werten gar nichts mehr zu tun. Und das haben die Amerikaner wiederholt und wiederholt gesagt. In Deutschland ist die Meinungsfreiheit in Gefahr, in Deutschland ist Rechtsstaatlichkeit in Gefahr, aber offensichtlich interessiert das den politischen Betrieb in Berlin nicht. Und sie machen einfach weiter. Und gegen die AfD so vorzugehen, gegen eine Partei, die einen großen Teil der Bevölkerung vertritt. 25% mit steigender Tendenz, im Osten 40% mit steigender Tendenz, muss man sagen, ist dann ein Missbrauch des Verfassungsschutzes. Jetzt gibt es ja auch diese Debatte über den Verfassungsschutz grundsätzlich. Sie haben es vorhin schon angesprochen, es ist ja in der Tat eine Sonderstellung, die diese Behörde hier hat, in der, ich sag mal, demokratischen Welt, dass ein Verfassungsschutz derart politisch vorgesehen ist und auch gegen Parteien vorgehen darf. Inwieweit ist das, was wir jetzt erleben, ein Missbrauch des Verfassungsschutzes oder inwiefern ist das auch durchaus ein strukturelles Problem, weil der Verfassungsschutz hat ja eine sehr besondere Rolle in Deutschland, was eigentlich ohne Beispiel ist, wenn ich das richtig sehe. Ja, das ist zutreffend. Also ich sagte schon, was die Aufgaben von Inlandsgeheimdiensten sind und die Aufgaben, die sind auch Schwergewicht, die sind wichtig und die sollte man auch ernsthaft wahrnehmen, insbesondere im Bereich der Terrorismusbekämpfung, der Sabotageabwehr. Alles wichtig. Wir haben jetzt uns einen Verfassungsschutz etabliert in Deutschland, der auch politische Parteien beobachtet. Und ich sage es nochmal, ich halte es für falsch und ich halte es für einen Vorwand, immer wieder zu sagen, wir haben aus unserer Geschichte gelernt, wehret den Anfang. Ich halte es wirklich einen Vorwand, weil tatsächlich geht es hier um ich sage mal, die unliebsame Konkurrenz klein zu halten und die unliebsame Konkurrenz zu diskreditieren. Alle anderen Demokratien, die auch ihre Geschichte hatten, die auch Diktaturerfahrung hatten, machen es so nicht. Und ich denke, Deutschland sollte hier normal werden. Und wenn US-Vizepräsident Vance und Außenminister Rubio Deutschland hier ein klares Signal gegeben haben, nach der Bekanntgabe der Beobachtung der AfD, dass dies nicht mehr die westlichen Werte sind. Rubio sprach davon, dass das ein Weg in Richtung Tyrannei ist. Ja, dann müssen wir das ernst nehmen. Und wir dürfen hier nicht immer sagen, wir haben aus unserer Geschichte gelernt. Unsere Geschichte ist auch die Geschichte der USA. Und dass wir eine freiheitliche Demokratie geworden sind, das lag nicht daran, dass es unter Hitler ein zu viel an Meinungsfreiheit und ein zu wenig an Zensur und ein zu wenig an Geheimdiensten gab. Nein, es lag daran, dass die Amerikaner
die Briten, die Franzosen und auch die Sowjets Deutschland von den Nazis befreit haben. Und dass wir eine freiheitliche Demokratie haben, haben wir in erster Linie den Amerikanern zu verdanken. Deswegen erwarte ich auch von dieser Bundesregierung, von diesem Bundeskanzler auch ein hohes Maß an Dankbarkeit gegenüber den Amerikanern und jedenfalls ein Verhalten, das den westlichen Werten auch entspricht. Jetzt kommt ja von Nancy Faeser das Argument, der Verfassungsschutz hat das als Behörde unabhängig, fachlich geprüft und so entschieden, das hätte gar keinen politischen Hintergrund. Sie haben es ja jetzt, wie Sie gesagt haben, auch über Jahre erlebt als Präsident der Behörde. Aus Ihrer Erfahrung heraus, ist das eine Illusion, dass diese Behörde unabhängig ist, oder wie politisch ist eigentlich der Verfassungsschutz von vornherein? Schauen Sie, das ist nicht nur eine Illusion, das ist nicht die Realität. Die Realität ist, der Verfassungsschutz ist nicht unabhängig, er ist abhängig. Der Verfassungsschutz ist nicht objektiv, sondern er ist subjektiv. Der Verfassungsschutz ist eigentlich ein Teil der Bundesregierung, die von Parteien gestellt wird. In manchen Bundesländern ist der Verfassungsschutz sogar eine Abteilung des Innenministeriums, sogar integriert, noch nicht mal organisatorisch ausgegliedert. Der Verfassungsschutz ist weisungsabhängig. Und das bedeutet, das Ministerium, der Minister kann dem Verfassungsschutz Weisungen erteilen und der Verfassungsschutz hat sie umzusetzen, ob er will oder nicht. Der Verfassungsschutz wird von politischen Beamten geleitet und das ist in Deutschland schon fast einzigartig. Es ist eine Bundesbehörde, bei der der Präsident und die Vizepräsidenten, die beiden Vizepräsidenten, politische Beamte sind. Wenn man das Beamtenstatusgesetz sich anschaut, dann wird man feststellen, politische Beamte sind solche Beamte, die in einem hohen Maße die Gewähr dafür bieten, dass sie die Richtlinien der Politik des Ministers und des Bundeskanzlers umsetzen. Also von dem Hintergrund muss man sagen, jedes Bauamt in Deutschland hat ein höheres Maß an Objektivität und Neutralität als der Verfassungsschutz. Ich will das gar nicht kritisieren, dass es so ist, insoweit. Ja, man muss es nur zur Kenntnis nehmen. Es hat in gewisser Hinsicht seine Berechtigung, aber sich jetzt da hinzustellen und zu sagen, der Verfassungsschutz ist unabhängig, der Verfassungsschutz ist objektiv, der Verfassungsschutz ist Neutralität, das entspricht weder der Rechtslage noch der Realität. Jetzt ist ja die große Frage, was eigentlich in diesen 1100 Seiten steht. Das weiß ja zum jetzigen Zeitpunkt niemand. Vielleicht weiß es der Spiegel, er teilt es uns aber auch nicht wirklich transparent mit. Was ist jetzt Ihre Erwartung aus Ihrer Erfahrung heraus vielleicht auch? Was könnte da drin stehen? Sind das rein öffentliche Quellen? Gibt es da wirklich V-Männer, Insiderquellen im Verfassungsschutz? Wie kann man sich das vorstellen? Also ich habe die 1100 Seiten auch nicht gelesen. Ich will mir das eigentlich auch nicht antun, muss ich sagen. Ich sag's mal so. Wenn eine Partei oder eine Verein, eine Bestrebung verfassungsfeindlich wäre, dann müsste sie die freiheitlich-demokratische Grundordnung überwinden wollen. Das ist der Maßstab. Der Maßstab ist nicht erwiesen rechtsextremistisch. Das steht in keinem Gesetz drin. Das ist ein Arbeitsbegriff. Ja, der Rechtsbegriff ist Überwindung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Das heißt, das Ziel dieser Partei oder Bestrebung muss sein, aus einer freiheitlichen Demokratie eine totalitäre Republik oder einen totalitären Staat zu machen. Das bedeutet, freie Wahlen sollen abgeschafft werden. Das bedeutet Einführung des Führerprinzips oder des Kader- und Kommandoprinzips. Keine unabhängige Justiz mehr. Menschenrechte werden eingeschränkt. So, wenn eine derartige Überwindung des Rechtsstaats von einer Partei oder Bestrebung letztendlich erreicht werden will, kann man das auf 5 Seiten eigentlich darlegen. Indem man darlegt, die Parteiführung strebt an Abschaffung der Wahlen. Die Parteiführung strebt an, dass bestimmte Gesellschaftsgruppen, bestimmte Menschengruppen in dem Land keine Menschenrechte mehr haben. Dass es wieder Lager gibt, strebt an, dass es einen Krieg gibt. Im Grunde genommen all das, was man sich unter einem totalitären Staat vorstellt. Das kann man auf 5 Seiten darlegen. So, weil das die AfD offensichtlich nicht tut, weder im Programm noch in dem, was die Parteiführung sagt. Ganz im Gegenteil, nach dem, was die Parteiführung sagt und auch der Programmatik steht, setzt sich die Partei offensichtlich so nach den öffentlichen Bekundungen für eine freiheitliche Demokratie ein. Weil das so ist, aber man gleichwohl den Ansatz verfolgt, die AfD zu beobachten, muss man zwischen den Zeilen lesen. Und dann verwendet der Verfassungsschutz, man kann sagen, einen Kniff, in dem der Verfassungsschutz sagt,
letztendlich ist es nicht entscheidend, was die AfD sagt und was sie schreibt, sondern sie verfolgt möglicherweise eine Agenda, die nicht öffentlich ist. Man muss zwischen den Zeilen lesen. Und dieses zwischen den Zeilen lesen bedeutet, man muss Aussagen interpretieren. Man muss Aussagen sammeln. Und dieses Aussagen sammeln geschieht dadurch, dass man Tweets, dass man Reden, dass man Aufsätze und Interviews von Parteifunktionären der AfD sammelt und auswertet, dass man möglicherweise auch V-Personen in der Partei hat, die dann die Ohren aufmachen und Berichte schreiben über das, was gesagt worden ist. Und das alles führt dann in eine Erkenntnissammlung, und die 1100 Seiten sind zu einem großen Teil offensichtlich Erkenntnissammlung, dass Herr, ich sage mal, Jupp Schmitz bei einer Parteiversammlung gesagt hat, dies und jenes. Und der Verfassungsschutz interpretiert das dann so, dass dadurch wieder deutlich wird, hier gibt es eindeutig rechtsextremistische Tendenzen. Das heißt also, da die AfD nicht offen sagt, dass sie einen anderen Staat will, muss man den Weg gehen, über 1100 Seiten oder vielleicht noch mehr darzulegen, dass es eigentlich alles anders gemeint ist, dass man zwischen den Zeilen lesen muss. So, und das ist natürlich in hohem Maße anfechtbar und das ist natürlich in hohem Maße interessengeleitet, weil erfahrungsgemäß das herausinterpretiert wird, was man hineininterpretiert. Jetzt werden ja schon konkrete Konsequenzen gefordert, ausgehend von dieser Einstufung des Verfassungsschutzes. Zum Beispiel die Grünen in Bayern fordern jetzt eine Generalüberprüfung aller Beamten, die AfD-Mitglieder sind, und sie sagen, da soll man eine Entlassung prüfen. Das ist ja in der Tat viel in der Debatte. Halten Sie das für möglich? Ist das tatsächlich so, dass das eine Möglichkeit ist, dass man jetzt systematisch AfD-Mitglieder beispielsweise im Beamtenstatus, im Waffenrecht auf Basis dieser Einstufung irgendwie belangt? Diese Einstufung kann durchaus weitreichende Konsequenzen haben, obwohl das einfach eine, ich sage mal, politische Behörde entschieden hat. Das ist nicht ein unabhängiges Gericht, sondern, wie ich gesagt habe, eine von politischen Beamten geführte Behörde, die Weisungen umsetzen muss, kann es gleichwohl weitreichende Konsequenzen haben. Bei der Erteilung des Waffenscheins, aber auch bei der Zuverlässigkeitsüberprüfung, wenn man im Sicherheitsbereich tätig ist, auch wenn man nicht Beamter oder öffentlicher Angestellter ist, stellen Sie sich vor, man ist im Sicherheitsgewerbe, man arbeitet einfach als Sicherheitskraft auf Flughäfen, bis hin eben zum öffentlichen Dienst kann dies Auswirkungen in der Tat haben. Und wenn das die Grünen fordern, muss ich sagen, dann müsste man vor allem jetzt einmal über die, über die Grünen reden und inwieweit die Grünen und deren Zielrichtung und deren politisches Personal unsere Verfassungsordnung wertschätzt oder inwieweit sie selber verfassungsfeindlich sind. Auch da muss man große Bedenken haben. Mhm. Wenn wir nochmal zurückgehen auf diese Stillhalteerklärung, die der Verfassungsschutz das abgegeben hat, dann muss man ja sagen, in gewisser Hinsicht folgt das ja einer Logik, dass man sagt, naja, das Gericht muss eben entscheiden. Und bis das Gericht entschieden hat, ist es im Prinzip nichtig, dürfen wir es nicht wiederholen. Warum macht man das nicht von Anfang an so? Also warum schiebt man diese Erklärung zunächst nach außen, wenn einem doch klar sein muss, dass man gegebenenfalls da so eine Erklärung abgeben muss? Die haben sie ja zumindest jedenfalls erstmal freiwillig auch abgegeben, ohne dass es ein Urteil geben musste. Die Frage, die müssten Sie adressieren an Frau Faeser, die damalige und bisherige Innenministerin, und an den handelnden Vizepräsidenten des Verfassungsschutzes. Ich selber komme zu dem, ich sage mal, dringenden Verdacht nach all dem, wie ich die Lage hier interpretiere, nämlich dass der Verfassungsschutz 2 Arbeitstage vor Ende der Dienstzeit von Frau Faeser mit diesem Bericht, mit dieser Bombe auf den Markt kam. Ja, die Brisanz ist allen eigentlich klar. Komme ich zum Ergebnis, dass der Verfassungsschutz hier missbräuchlich eingesetzt wird. Dass auch noch man das nach draußen gibt mit der erkennbaren Folge, einen maximalen Reputationsschaden für die AfD zu erzielen, war allen bekannt gewesen. Das heißt, man muss davon ausgehen, dass die handelnden Personen im Ministerium und im Verfassungsschutz wissentlich und willentlich diesen Bericht 2 Tage im Grunde genommen vor Ende der Amtszeit der Bundesinnenministerin herausgegeben haben, um einen maximalen Reputationsschaden für die AfD herbeizuführen. Und das ist, muss ich sagen, missbräuchlich. Und da kann ich verstehen, dass jeder Richter, auch wenn er die AfD vielleicht nicht mag, sagt, so geht das in Deutschland nicht. Hier gilt immer noch das Grundgesetz und hier gilt immer noch Rechtsstaatlichkeit. Mhm.
Was ist jetzt Ihre Erwartung, wie es weitergeht? Also es ist ja jetzt so, auch dieses Eilverfahren, das wird ja eine gewisse Zeit dauern. Manche sagen, es wird bis zu einem Jahr dauern oder sogar darüber hinaus. In dieser Zeit darf der Verfassungsschutz, oder hat er jedenfalls versprochen, wird die AfD nicht mehr als gesichert rechtsextremistisch einstufen und auch nach innen diese Arbeit nicht fortsetzen. Trotzdem kommt ja jetzt diese Debatte um das AfD-Verbot, was damit nach vorne gebracht werden soll. Und auch die Bundesregierung ist da ja zumindest offen und unentschlossen. Was kann man daraus folgern? Meinen Sie, dieses AfD-Verbotsverfahren, das kann man auf diesem Verfassungsschutzbericht aufbauen? Sie dürfen nicht vergessen, es läuft noch ein Verfahren gegen den Verfassungsschutz, das von der AfD betrieben wird, nämlich die AfD war schon als Verdachtsfall eingestuft worden und das Verfahren ist derzeit anhängig beim Bundesverwaltungsgericht, das OVG Münster oder Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen, hatte vor einiger Zeit im Großen und Ganzen die Einstufung als Verdachtsfall bestätigt. So, wenn das Bundesverwaltungsgericht jetzt entscheiden sollte, was vielleicht im Spätsommer oder im Herbst geschehen könnte, kann ich mir vorstellen, dass dann die Diskussion über ein mögliches Verbot richtig losgeht. Und dazu kommen eben diese 1100 Seiten Erkenntnissammlung des Verfassungsschutzes, die jedenfalls jetzt zu der Einstufung als erwiesen rechtsextremistisch geführt haben. Und das kann ein Verbotsverfahren durchaus in Gang bringen, mit dem Ziel eben, die Partei zu verbieten oder zumindest in einem ersten Schritt ihr die staatliche Parteienfinanzierung wegzunehmen, womit man der AfD jedenfalls einen großen Schaden zufügen könnte. Mhm. Herr Dr. Maaßen, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Wenn ein ehemaliger Verfassungsschutzpräsident offen erklärt, dass seine eigene Behörde nicht mehr politisch neutral ist, dann reden wir nicht mehr über eine Meinung, dann reden wir über ein Systemproblem und über eine Innenministerin, die offenbar glaubt, der Staat sei ihr Parteiapparat. Hans-Georg Maaßen sagt klipp und klar, was da gegen die AfD läuft, ist kein rechtsstaatlicher Vorgang. Es ist ein politisch motivierter Missbrauch von Staatsgewalt mitten in Deutschland, von einer Ministerin, die keine Konsequenzen fürchtet, weil sie weiß, dass die Medien sie decken. Und genau das ist der Punkt. Der Verfassungsschutz zieht sich zurück. Die Medien berichten, als sei das ein juristischer Routinefall. Dabei hat die AfD geklagt und plötzlich heißt es, wir setzen die Bewertung vorerst aus. Warum? Weil das ganze Ding rechtlich auf Sand gebaut war. Und während Fesers Fassade bröckelt, sagen Leute wie Maaßen laut, was sich viele nur noch heimlich denken, dass dieser Staat seine Neutralität verliert, dass Opposition zur Zielscheibe wird und dass der Inlandsgeheimdienst dabei mitspielt. Das Ausland schaut mittlerweile verwundert auf Deutschland, nicht wegen der AfD, sondern wegen einer Regierung, die mit Angst, Druck und Stigmatisierung arbeitet. Das ist keine Demokratie mehr. Das ist Machtpolitik. Wenn selbst ein Ex-Verfassungsschutzpräsident sagt, dass der Rechtsstaat ausgehöhlt wird, dann ist das kein Extremismus, dann ist das ein Hilferuf an die Öffentlichkeit. Hans-Georg Maaßen redet nicht drum herum. Er benennt, was Faeser und ihre Leute machen, und es ist brandgefährlich für die Demokratie. Denn wer den Inlandsgeheimdienst nutzt, um politische Gegner mundtot zu machen, hat den Boden des Rechts verlassen. Wenn du willst, dass solche Stimmen gehört werden, dann like das Video, abonniere den Kanal und schreib deine Meinung in die Kommentare. Denn Schweigen war gestern. Heute ist die Zeit, Klartext zu reden. Bis zum nächsten Mal. Thank you.